Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Anno 1602. Ich bin euer Dominus und wir spielen Teil 2 unseres Szenario, die Revanche, wo wir Flo Hasenherz besiegen müssen. Ja, und dann setzen wir das Spiel doch direkt fort. So, hier nochmal die restlichen Pflasterstraßen bauen, bevor wir mit der Kakaoproduktion beginnen. So, dann komm. Legen wir los mit Kakao. Eure Handelsrouten. So. Überprüft eure Handelsrouten. Überprüft eure Handelsrouten. Gut. 3 Kakaoplantagen sollten jetzt erstmal reichen. Wir könnten, glaube ich, noch eine Gewürz... Ne, können wir nicht. Wir haben zu wenig Stein. Überprüft eure Handelsrouten. Die Bürger eures Reiches verehren euch. Ein Denkmal soll eure Stadt zieren. Ja, Denkmäler sollten wir dann auch mal irgendwann mal setzen. Na, das Kontor kann ich auch nicht bauen. Es fehlt mir Stein tatsächlich. Ja, die beiden Häuser war jetzt eine Fehlgeschichte hier. Das Wirtshaus reicht nicht. Die Schule würde später reichen, wenn wir die Hochschule bauen. Und die reiße ich wieder ab. Überprüft eure Handelsrouten. Das machen wir so. Dann gucke ich nochmal eben. Wirtshaus, dann können wir nämlich hier noch welche bauen. Also hier auf jeden Fall. Und hier. So. Und das reicht aber auch dann, ne, für unsere Stadt. So, das sieht auch wieder gut aus. Wunderbar. Oh, Kakao ist auch schon angekommen. Wir brauchen nur noch das Badehaus und dann starten wir die Entwicklung. Vorerst baue ich das Badehaus. Ne? Überprüft eure Handelsrouten. Das können wir so bauen. Das weiß ich nicht, ob das mit der Hochschule und dem Theater passt, was ich hier gebaut habe. Aha. Was habe ich hier gebaut? Habe ich mich verzählt? So. Hochschule und Theater. Passt das dann noch hin? Nee, es passt irgendwie nicht mehr dahin. Ne? Ich glaube, ich habe mich tatsächlich verzählt. Egal, wir können den Arzt aber auch noch woanders hinbauen. Ne? So. Dann hat sich schon hier die Kaufleute sich entwickelt. Wunderbar. Überprüft eure Handelsrouten. Sehr schön, die Steuer mal direkt nach oben.
Ein Brand wütet in eurer Niederlassung. Ich stelle gerade fest, wenn ich die Hochschule baue, kann ich die Schule abreißen und dann kann da der Arzt hin. Ja, nun passt das doch. Mittlerweile haben wir 170 Kaufleute. Ich glaube... nee. Können wir... Ja, wir können die Kanonengießerei bauen. Das wollen wir jetzt auch machen. Beziehungsweise... ja, wir müssen eine Werkzeugschmiede dann schließen. Und können jetzt schon mal Kanonen herstellen. Dafür brauchen wir Stein. Okay, gut. Dann warten wir damit noch ein bisschen. Oh, das ist nicht schön. Okay, können wir erstmal abreißen. Wir haben hier noch Gold. Überprüft eure Handelsrouten. Ich wollte mal eben kurz gucken, ob wir hier... Nee, wo war es gewesen? Hier noch eine Erzader haben. Da werden wir mal eben hinsegeln, weil wir haben nämlich jetzt mit über 500 Kaufleuten endlich die große Werft freigeschaltet. Das treue Volk will euch ein Denkmal setzen. Das Kontor können wir immer noch nicht setzen. Wir werden jetzt mal das Baumaterial nicht mehr zur Verfügung stellen. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir irgendwo noch Erz herbekommen. Wir müssen ja Kanonen produzieren. So, wir sind angekommen. Wir gucken mal eben. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Nein, hier gibt es kein Erz. Wir gehen nochmal hier hin. Dann sollten wir mal hier alles ausschalten. Ah, hier haben wir ja noch eine Erzader. Ja, Überprüft stimmt. eure Handelsrouten. Wir können aber trotzdem noch mal eben kurz das hier uns anschauen. So, gucken wir mal eben hier. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Nein, es gibt kein Erz mehr. Das ist unsere einzige Erzader noch. Oh, jetzt müssen wir auf jeden Fall jede Menge Kanonen produzieren. Überprüft eure Handelsrouten. Ja, Werkzeug haben wir genug. So, wir holen mal eben etwas Stein. So, und dann bauen wir unsere Erzmine. Überprüft eure Handelsrouten. So, du kannst zurück. Tabak. Meine Schiffsliste mal eben. Da bist du. Gut, das können wir ändern, weil Alkohol können wir auf unserer Insel entsprechend herstellen, aber Erz. Das Volk bekommt kein Baumaterial. Ja, das ist auch richtig so. So, wir bauen erstmal die große Werft. Passt die hier hin? Nein, die passt nicht hier hin. Hier passt sie auch nicht hin. Ja, hier passt sie doch wunderbar hin.
So, und dann können wir auch jetzt die Kanonengießerei bauen. Werden die aber jetzt erstmal noch stilllegen. Müssen warten, bis das erste Erz wieder da ist. So, dann können wir noch das Kontor erweitern. Und können schon das erste große Kriegsschiff bauen. So, und was wir auch bauen sollten, ist natürlich hier die große Burg. Frage ist, wo bauen wir die auf? So, die große Burg könnten wir sogar hier hinbauen, ne? Ja. Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher. So, bauen wir hier hin. Dann bauen wir hier noch ein paar Plätze. So, und dann können wir hier noch Anlegestellen bauen. So. Können nämlich unsere Soldaten direkt hier hin. So, das erste Kriegsschiff ist fertig, hat aber eine Kanone. Ne? Haben wir mittlerweile Erz? Ja, haben wir. Wunderbar. Die Erzschmelze können wir wieder aktivieren. Könnten wir den Erz in den Einkauf nehmen? Gucken wir mal. Ich glaube nicht, dass uns einer Erz verkauft. Oder auch Eisen. Das glaube ich eher nicht. Ne? So, wir können das nächste Kriegsschiff bauen. So, dann können wir die auch wieder aktivieren. Tja, hier unser Hasenherz hat sich aber nicht wirklich weiterentwickelt. Haben die überhaupt eine Werft? Nee. Hier? Auch nicht. Auch nicht. Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher. Naja, wie viele Schiffe brauchen wir ungefähr? Ich würde mal so 6, 7 große Kriegsschiffe haben, um seine ganzen Schiffe hier auszuschalten. Frage ist, wie lange hier unser Erzvorkommen aushält. Setzt neuen Kurs. Hat er den Wachtürme? Nee, Wachtürme hat er auch nicht. Das sollte für uns ja jetzt kein großes Problem Die sein. Bürger eures Reiches verehren euch. Ein Denkmal soll eure Stadt zieren. Na komm, bauen wir ein paar Denkmäler mal auf. Hier. Ach ja, einen Galgen sollten wir auch mal bauen, aber ist jetzt nicht so problematisch. So, wie sieht's aus hier? Stoffe, Holz haben wir. Nahrung sieht nicht gut aus. So, wir bauen wieder eine ganze Produktionsreihe.
Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher. Anker lichten! Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Ein neues Schiff segelt unter eurer Flagge. So, wir haben jetzt mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5. Okay, die müssen wir erstmal alle noch mit Kanonen versorgen. So, 14. Ja, und dann kannst du wieder zurück. So, dann bist du schon mal fertig. Anker lichten! Ei, ei, Captain! Setzt neuen Kurs! Setzt die Vorsegel! In die Wanten! So, wir haben 4 Schiffe schon mal mit Kanonen versorgt. Wir müssen jetzt noch das 5. Schiff mit Kanonen versorgen. Wir gucken uns noch mal ganz kurz hier unseren Hasenherz an. Er hat große Handelsschiffe, kleine Handelsschiffe. Hier ist ein Kontor. Wir könnten das hier abfangen. Er hat aber, glaube ich, auch ein großes Kriegsschiff, glaube ich. Nee, hier nicht. Da ist es. Da ist das große Kriegsschiff. Das einzige, ja. Ja, kommen wir mit den 5 großen Kriegsschiffen aus? Das ist natürlich die große Frage. Oder wollen wir noch eins bauen? Ich baue noch eins. Dann haben wir aber wirklich genug. Rauchschwaden ziehen durch die Gassen. Ein Feuer schwelt. Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher. Ja, jetzt müsste es aber wirklich reichen. So, wie sieht es mit den Kanonen aus? Ja, das dauert natürlich. 14 Kanonen passen auf das große Schiff. Ja, mal gucken, ob hier unsere Eisenmine noch aktiv ist, aber das sieht gut aus. So, die Steinmetze können wir mal ausschalten. Das Volk bekommt kein Baumaterial. Ein Brand wütet in eurer Niederlassung. Setzt die Vorsegel! Ei, ei, Captain! So, wenn wir jetzt dieses Schiff hier noch entsprechend mit Kanonen versorgt haben, werden wir uns auf den Weg machen und Flohhasenherz angreifen. Wir werden mal hier noch Kanoniere ausbilden.
Wobei das jetzt gerade Blödsinn war, weil die brauchen ja auch Kanonen, ne? Okay. Eine Einheit wurde ausgebildet. Das machen wir mal wieder weg. Wir müssen erst dieses eine Schiff entsprechend mit Kanonen bestücken, bevor wir hier unsere Kanoniere ausbilden. So, ich gucke mal eben kurz. Ja, das sieht alles gut aus. Ihr seht, wir haben jede Menge Waren. Ja, hätte ich die ganzen Inseln, glaube ich, gar nicht besiedeln müssen. Da war ich wieder sehr ängstlich, dass ich nicht genug Güter produzieren kann. Aber ja, unbegründet. Ich denke mal, wir hätten das sogar noch alles auf dieser Insel hier machen können. Wir hätten gar nicht die anderen beiden Inseln besiedeln müssen, aber egal. Das Volk bekommt kein Baumaterial. So, wir haben 14 Kanonen. Wunderbar. Unsere Kriegsflotte ist fertig. Wir können jetzt hier nochmal unsere Kanoniere ausbilden. Wenn die fertig ausgebildet sind, kommen die aufs Schiff und dann greifen wir Hasenherz endlich an. Bevor ihr in den Kampf geht, natürlich diesen Spielstand immer erst abspeichern, sonst kann es eine böse Überraschung geben. Spielstand gespeichert. So, unsere Truppen werden ja jetzt noch ausgebildet. Wir können aber schon die Schiffe unseres Gegners eliminieren. Da ist das einzige, ja, große Kriegsschiff von unserem Konkurrenten und wir werden uns hier entsprechend, ja, positionieren und die ganzen Schiffe, die hier kommen, versenken. So, wir bleiben in dieser Formation. Wir warten, bis das Kriegsschiff kommt. Das wird hier gleich seine Runde machen. Diese Blockformation finde ich am besten. Ja, und dann warten wir jetzt mal auf das Kriegsschiff. So, das Kriegsschiff kommt in die Nähe unserer Schiffe. Wir gehen mal in den Detailmodus. So, ja, und dann greifen wir jetzt entsprechend an. Fertig zum Enten. Ja, und das ist eine ziemlich gute Stelle hier. Gut, dann machen wir uns auf den Weg zum Kontor. Eine Einheit wurde ausgebildet. Wir können das jetzt zerstören. Ja, und dann die anderen Schiffe. Überprüft eure Handelsrouten. Alle Schiffe jetzt erstmal zerstören hier von ihm. Eine Werft hat er nicht. Und er kann auch keine Schiffe neu bauen. So, dann kommen die nächsten. Versenkt die Landratten!
So, ich glaube, wir haben jetzt bald keine Schiffe mehr. Voller Breitseite. So, wir werden Folgendes machen. Dieses eine Schiff kann jetzt mal unsere Soldaten holen. Neue Soldaten sind verfügbar. So, wir können jetzt hier schon mal ein bisschen was zerstören. Gebt Breitseite. Setzt die Vorsegel. Breitseite. Voller Breitseite. Breitseite. Voller Breitseite. Gebt Breitseite. So, da kommen wieder Schiffe. Gut. Schiffe sind zerstört. Breitseite. Gebt Breitseite. Voller Breitseite. Voller Breitseite. Voller Breitseite. Gebt Breitseite. So, überall, wo wir drankommen, zerstören wir natürlich. So. Überprüft eure Handelsrouten. So, ich denke, die Schiffe sind alle entsprechend weg. Wir haben hier unsere Soldaten. So, und dann bilden wir direkt nochmal neue aus. So, ihr könnt jetzt hier auf das Schiff. Zu Diensten, mein Fürst. Zu Befehl. Zu Befehl. Für unseren Herrscher. Gut, dann machen wir uns schon mal auf den Weg. Dann können wir nämlich hier schon mal die kleinen Inseln zerstören. Nicht die Inseln, sondern die Bebauung darauf. So, wir Voller Breitseite. zerstören hier weiterhin das Kontor. Breitseite. Ein Schiff können wir auch schon mal abziehen. Die können schon mal hier das Kontor zerstören. Gebt Breitseite. Neue Soldaten sind verfügbar. So, Breitseite. dann können wir unsere Soldaten schon mal hier auf Land lassen. Voller Breitseite. Ähm, Überprüft eure Handelsrouten. Die können schon mal jetzt hier alles zerstören. Für Land und König. Eine Einheit wurde ausgebildet. Wir müssen uns hier einen Weg durchkämpfen. Um dieses... Oh, das können wir eigentlich mit den Schiffen machen, oder? Voller Ja. Breitseite. Wir mal gucken, ob ihr die Gebäude Baumaterial. mit den Schiffen zerstören könnt. So, jetzt müsste Eine eigentlich diese Einheit wurde Insel hier ausgebildet. gleich Setzt die Vorsegel. entsprechend befreit sein von den Blauen. Zu Diensten, mein Fürst. Setzt neuen Kurs. So, wir können schon mal hier hin Jawohl, wieder. mein Fürst. Überprüft eure Hm. Zu Handelsrouten. Befehl. Zu Diensten, mein Fürst. Zu Befehl. So, dann könnt ihr hier hin. Voller Breitseite. Kontor wieder zerstören. Gebt Breitseite. Soldaten sind ausgebildet. Neuen Kurs. Angriff! Setzt die Vorsegel! Setzt die Vorsegel! Neuen Kurs! Attacke! Zu Befehl!
Überprüft eure Handelsrouten. So, das können wir auch zerstören. Na gut. Dann müssen wir doch diese ganzen Gebäude zerstören. Ah, das ist das Kontor wieder aufgebaut. Deswegen. No, was ist denn hier los? Volle Breitseite gelichten. Volle Breitseite. Keine Gnade. Mir nach. Okay, und dann zerstören wir das hier auch alles. Zum Angriff. Sehr schön. So, okay. Ja, dann müssen wir doch noch hier entsprechend Anker lichten. Gebt Breitseite. die Plantagen zerstören. Okay. Überprüft eure Handelsrouten. Mir nach. Volle Breitseite. Sehr schön. Zu Befehl. So, dann beginnen wir jetzt hier mit der Hauptinsel. Ja, es ist keine große Kunst, jetzt hier diese Insel zu befreien von dem Blauen. Es gibt keine Soldaten, es gibt keine Schiffe, es gibt keine Zum Angriff. Wachtürme, es gibt eigentlich gar nichts. Wir können jetzt hier in Ruhe das Kontor zerstören, Breitseite. Volle Breitseite. die Markthäuser. Gebt Breitseite. Zu Befehl. Überprüft eure Handelsrouten. So, okay. Für unseren Herrscher. So, dann hier die Marktplätze, Zum Angriff. Burg. Attacke. Zum Angriff. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Zum Angriff. So, weiter geht's im Text. Überprüft eure Handelsrouten. Keine Gnade. Angriff. Keine Gnade. Attacke. Keine So, Gnade. die Marktplätze sind alle zerstört. Jetzt zerstören wir die Kirche. Mir nach. Für Land und König. Mir nach. Mir nach. Ja, und so nach und nach verschwinden auch dann jetzt hier die Trümmer. Zum Angriff. Angriff. Zum Angriff. Für Land und Überprüft eure Handelsrouten. Angriff. Keine Gnade. Für Land und König. Für Land und König. Angriff. Ja, und ihr seht, Kanoniere sind einfach die stärkste Einheit. Und weil wir jetzt hier keine gegnerischen Soldaten haben, brauchen wir auch keine Musketiere, die die Kanoniere beschützen. Wir können jetzt hier einfach durchmarschieren und alles zerstören. Attacke für Land und König. Angriff. Mir nach.
So, mir ist ein großer Teil jetzt hier der Gebäude schon zusammengefallen. Überprüft eure Handelsrouten. Zu Befehl! Zum Angriff! Attacke! So, wir zerstören die letzten Häuser. Gnade für Land und König! So, jetzt müsste eigentlich alles zerstört sein. Eigentlich ja, ne? Na, ach nee. Hier ist noch ein Forsthaus. Das Volk bekommt kein Baumaterial. Gut. Zu Diensten, mein Fürst. Ja, aufbauen kann er sich jetzt nicht mehr. Das war leichter, als ich Überprüft dachte. eure Handelsrouten. So, ihr könnt hier wieder drauf. Anker lichten. Jawohl, mein Ihr wart erfolgreich. Für eure großen Taten soll euch ein Triumphbogen ehren. Ja, wunderbar. Wir haben Hasenherz besiegt. Setzt neuen Kurs. Ja, und dann machen wir es mal auf den Weg hier zu unserer Insel. So, was waren jetzt noch die Siegesbedingungen? Wir müssen Floh Hasenherz entsprechend den Garaus machen. Und wir müssen mindestens 100 Goldstücke pro Monat als Handelsbilanz haben. Anker lichten. Überprüft eure Handelsrouten. Ja, die Bilanz ist nicht bei 500, wie wir sehen. Wir speichern nochmal ab wieder. Spielstand gespeichert. Anker lichten. Gut, wir werden jetzt erstmal hier unsere Soldaten, wo sind sie? Hier. Setzt die Vorsegel. Auf Land bringen und dann werden wir die erstmal auflösen sozusagen, weil die kosten uns nämlich alle Geld. So. Sieht jetzt nämlich schon etwas anders aus hier, unserer Bilanz. Und dann können wir auch entsprechend das Baumaterial wieder freigeben, damit hier die Bilanz eure Handelsrouten. sich erhöht. Ja, viel ist es nicht mehr. Bei 500 müssten wir dieses Szenario eigentlich geschafft haben. Eure Stadt hat eine Größe von 1000 Einwohnern erreicht. So, jetzt haben wir 500. Jetzt ist die große Frage, müssen wir den gelben auch besiegen? Das wäre nämlich jetzt eine etwas größere Geschichte. Wir reparieren jetzt erstmal unsere Schiffe. Überprüft eure Handelsrouten. Ein Brand vernichtet eure Häuser. Schiffsreparatur beendet. Ja, ich habe noch mal ein bisschen recherchiert, warum wir dieses Szenario nicht beenden können, obwohl wir Floh Hasenherz besiegt haben und wir eine Bilanz von über 500 haben. Woran das jetzt liegt, weiß ich nicht, aber es sind die Verkaufserlöse, die
500 Taler erreichen müssen. Das heißt, wir müssen jetzt mit dem gelben Konkurrenten handeln. Dann müssen wir mal gucken, was die brauchen. Also der braucht Stoffe, Werkzeug und Stein. Und hier oben, die brauchen Eisen, Erz, die Tabakwaren und Alkohol. Okay. Wir haben kein Eisen mehr, weil hier wir eine tiefe Erzmine brauchen. Dafür müssen wir dieses eine Schiff mal eben Werkzeug holen, und zwar hier. So, und dann kannst du hier hin. Setzt die Vorsegel! So, und dann können wir das hier reinladen. Dann können wir nämlich die tiefe Erzmine jetzt hier bauen. Dann kriegen wir wieder Erz, das ist gut. So, und mit den großen Schiffen können wir jetzt hier Handel betreiben. Ich würde aber noch unsere Alkoholproduktion nachher ein bisschen aktivieren. Wir können aber schon mal ein bisschen was verkaufen. Und wir können natürlich auch hier in den Verkauf die Sachen stellen. Also wir können die Tabakwaren in Verkauf stellen, den Alkohol. Was brauchen die noch? Stein brauchen die noch. So, und die anderen Sachen, Eisen und Erz und auch Werkzeug, das machen wir später. Wir machen jetzt mal eine Tour. Da hat der Gelbe schon was gekauft. Wir haben die ersten Verkaufserlöse. Sehr schön. Ich möchte gerne erstmal jetzt die Erzschmelze wieder aktivieren. Ach, die ist schon aktiviert. Ja, ich hoffe, wir kriegen jetzt bald das erste Erz. So, was brauchen die? Stoffe, Werkzeug und Stein. So, Überprüft eure Handelsrouten. Stein. Dafür müssen wir auch die Steinmetze wieder aktivieren. Stoffe habe ich nicht mehr sehr viel. Ein bisschen verkaufen. Wir müssen aber die Stoffproduktion auch nochmal aktivieren. Was war es noch? Werkzeug. Und das habe ich jetzt nicht. Da warte ich jetzt, bis wir wieder produzieren. Aber wir können jetzt schon mal die Steine verkaufen und die Stoffe. So, und hier haben wir Alkohol, Eisen und Erz. Okay. Ja, unsere Erzschmelze arbeitet wieder. Wir können eine Werkzeugschmiede auch wieder aktivieren. Dann können wir auch schon mal Alkohol verkaufen. Sehr gut. Haben die noch einen Bedarf? An Tabakwaren? Ja, das müssen wir jetzt denen zur Verfügung stellen. So, wie sieht es hier aus? Werkzeug, Stein und auch noch mal ein bisschen Stoff. So, was ist mit dir? So, ich würde gerne noch mal ein bisschen die Alkoholproduktion dann erhöhen. Ja, und Stoff müssten wir eigentlich auch machen. Ja, wir brauchten da noch mal ein bisschen Ihr was. habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Ja, genau. So, Werkzeug, Stoff, könnten wir den noch mal ein bisschen verkaufen. Und Werkzeug haben wir jetzt auch ein bisschen was schon. In die Wanten!
Wanden! So, mittlerweile haben wir schon über 300 Verkaufserlöse. Stein und Werkzeug. Können wir den nochmal zur Verfügung stellen? Setzt neuen Kurs. So, und dann... Nein. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Nee, Stoff brauchen sie jetzt nicht mehr. Werkzeug brauchen sie und Stein. Okay. Haben wir. Dann haben sie jetzt nochmal Nachfrage nach Holz. Ja, das haben wir auch. Setzt neuen Kurs. Anker lichten. Sehr gut. Das brauchen sie nicht mehr. Das brauchen sie nicht mehr. Dann haben sie jetzt nur noch Werkzeug. So, was ist mit euch? Was habt ihr? Oh, Alkohol, Eisen. Wir haben hier noch ein Schiff Setzt hier. neuen Kurs. Alkohol, Eisen. In die Wanden. So. Ah, wunderbar. Können wir alles verkaufen hier. Wieder zurück. In die Wanden. Oh, immer noch Alkohol und Eisen. Und wir haben mittlerweile, ja, fast 400. Was brauchen wir hier? Werkzeug. Gut. Was noch? Stoffe. Ja, machen wir erstmal Werkzeuge. Ja. Stoffe haben wir hier auch. Okay. Anker lichten. Kommen wir mit beiden hier hin. Ei, ei, Captain. Gut. Setzt neuen Kurs. In die Wanden. 420 haben wir schon. Sehr gut. Setzt 500 die brauchen Vorsegel. wir. So, und was haben wir hier? Oh ja, da brauchen wir wieder Alkohol. Der Haben Konkurrent wir noch wieder ein bisschen erweitert seine Eisen? Flotte. Ja. Ei, ei, Captain. So, und ihr seht, wie sich hier unser Konkurrent weiterentwickelt, wo wir jetzt mit ihm entsprechend Handel betreiben. Ihr habt eure Aufgaben vortrefflich gemeistert. Ja, jetzt haben wir auch einen entsprechenden gebührenden Abschluss. Es waren aber die Verkaufserlöse, die 500 Taler ja, haben mussten und nicht die Bilanz insgesamt. Und das ist natürlich gemein. Gut, dass ich das nochmal recherchiert habe. Erfolgreich haben wir dieses Szenario abgeschlossen und ich freue mich auf das nächste Szenario. Bis dahin wünsche ich natürlich wieder alles Gute und ich sage Tschüss, euer Dominus.